Hallo liebe Klemmbaustein-Fans, Sascha hier. Heute mal leider ohne die Jungs, die sind krank oder anderweitig beschäftigt. Aber ich habe mir schon was ausgedacht, was wir bauen und habe da schon die Genehmigung von unseren Jungs eingeholt, dass ich das darf. Heute gibt es mal wieder eine Kombination aus Hubelino, Duplo und Duplo Eisenbahn. Hier unten die großen Platten. Und ja, dann beseitigen wir jetzt einfach hier mal das Chaos, bauen was Schönes draus und zwischendurch zeige ich euch dann mal den Stand der Dinge, wie weit ich dann schon gekommen bin. Und am Schluss sind unsere Jungs vielleicht wieder so fit, dass sie dann auch mal mitspielen können und euch die volle Funktionalität zeigen können. Also, dann bis gleich. So, wir sind jetzt hier so bei Bauabschnitt 6, würde ich sagen. Haben Startpunkte für den Dampflokbagger gebaut. Und ich denke mal, das wird noch mindestens so 20 oder 30 Bauschritte benötigen. Ich muss da mal meine Anleitung im Kopf nochmal genauer nachgucken. Ich bin mal gespannt, ob das dann alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Duplo ist ja immer etwas lockerer und ja, auch mit dem Bagger, das wird ein bisschen Fingerspitzengefühl benötigen. Aber wenn dann der erste Test der Jungs durch ist, dann können wir es ja noch stabilisieren. So, würde ich sagen, dann baue ich jetzt mal hier unten den Bereich weiter und dann lassen wir mal die erste Testfahrt steigen. Ne, geht's los. Bis dann. So, ich denke mal, das war jetzt ungefähr Bauabschnitt 25. Also wir haben schon einiges geschafft. Gehen wir mal ganz kurz durch. Also von da drüben, da wird dann die Kugel kommen und dann geht es hier los, rollt dann ja, ganz gemütlich und jetzt kriegt sie ein bisschen Tempo hier lang und dann da unten und kann von dem Bagger dann aufgefangen werden. Und dann fährt der Bagger hoch und dann geht es da oben am Trichter wieder weiter. So, wie dem aufmerksamen Zuschauer aufgefallen ist, musste ich hier die Grundplatten von Hubelino verlegen. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man Duplo und Hubelino, also oder ja, in dem Ausmaß miteinander verheiraten will. Man braucht ja halt irgendwo ein bisschen grundlegende Stabilität, also braucht man einiges an Grundplatten. Und wir haben jetzt zwar schon 2 große und 4 kleine, aber das reicht immer noch nicht, wenn man in dem Ausmaße baut. Ich werde wahrscheinlich die hier auch noch mal umpacken müssen, um da drüben dann Stabilität zu bekommen. Die Schienen nur auf den ja, halbhohen Duplo-Platten oder ja auf den Duplo-Platten im Endeffekt, auf den normalen, das geht eigentlich ganz gut. Also es kann auch sein, dass ich dann die Start- und Endplatten auch noch wegnehme. Mal gucken, je nachdem wie viel Stabilität ich brauche. Aber hier, das ist jetzt eigentlich schon mal ganz gut. Das gucken wir uns jetzt noch mal kurz an, wenn die Kugel rollt. So, und dann Schranke auf. Wenn die Schaufel richtig ist, funktioniert es, so geht's auch. Und dann kann der Baggerzug nach oben fahren. Gut, dann mal weiter. So, fertig bin ich. Alles fertig gebaut. Wie viele Steine ich verwendet habe, keine Ahnung, habe ich nicht gezählt, sind auf jeden Fall einige. Gut ist es immer, jede Menge 2x4 und 2x2 Steine zu haben. Und ganz wichtig, Stabilität, Leute. Stabilität beim Bauen mit Hubelino. Denn die sind hier ja immer so auf die Kanten. Also die Kugelbahnteile sind nicht irgendwie miteinander verbunden. Das muss man alles über die Duplo-Steine machen. Wie ich bereits angekündigt hatte, habe ich hier unten die Platte weggenommen. Die habe ich da drüben hingebaut, um einfach ein bisschen mehr Grundlage zu haben, dass das nicht alles so ein bisschen in der Luft schwebt. Man kann hier die Eisenbahnteile sehr gut eben mit den Duplo-Platten versorgen. Das geht eigentlich, ohne dass da groß Instabilität entsteht. So, ich
Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Unser Sohn Leon und auch der Noah, beide vielmehr, sind alle noch ein bisschen krank. Die ruhen sich gerade aus, aber die sind schon ja, in heller Vorfreude, dann auch mal damit zu spielen, sobald sie wieder gesund sind. Und ich denke, die werden dann hier auch noch ein bisschen Änderungen vornehmen, ein paar Tunnel dazu bauen und Tiere hinsetzen fürs finale Design. So, also, hier den Bagger, der hat die Kugel, der sitzt auf der Dampfeisenbahngrundlage und den lassen wir jetzt mal nach oben fahren. So, dann kommt er an, wird gebremst und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier überkippen. Ich versuche das mal mit einer Hand, da muss man nämlich trotzdem aufpassen. Super, so. Und dann kann man den wieder runterfahren. Ja, hier drüben ist das Katapult. Ich rutsche mal hier auf den Boden rum. Hier drüben ist das Katapult. Das nutzen wir jetzt mal, um die Kugel noch ein bisschen nach oben zu befördern. Und dann rollt die da runter ins nächste Katapult. Hier habe ich ein bisschen geschummelt. Hier habe ich eine kleine Rampe eingebaut. 6er gibt es nicht. Ich wollte jetzt hier nicht noch mehr Steine unten drunter bauen, um die Stabilität zu gewährleisten. Diese langen 8er Kugelbahnteile sind eigentlich ganz gut, um eben mal so eine Art, ja, um halt Brücken zu machen. Und ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so überbaut. Ist aber ein ganz lustiges Feature, was den Jungs auf jeden Fall auch sehr viel Spaß macht, wenn da so ein bisschen was rumhüpft. Und dann kommen wir zum zweiten Katapult. Und das haben wir hier. Schießen wir es auch mal ab. Und dann rollt die Kugel. So, komme ich mit der Kamera schon nicht hinterher. Da runter. Und dann wartet sie. Deswegen ist die Schranke da, damit man dann den Bagger hier entsprechend anstellen kann. Zack. Kugel im Bagger. Einfahren. Alles mit einer Hand ein bisschen schwierig. Ja, aber die Kinder haben dann 2 Hände zur Verfügung, die müssen nicht filmen. Dann geht das wieder nach oben. So, dann sind wir am Ende. Ich habe euch alles gezeigt. Sobald die Jungs gesund sind, werden sie damit spielen und Spaß haben. Das Ganze, wie gesagt, bestimmt noch ein bisschen erweitern oder verzieren. Und ich hoffe einfach, dass ihr mal gesehen habt, was man so alles aus 2 Welten miteinander machen kann. Eine dritte Welt ist ja, auch wenn es Duplo ist, ja auch noch dabei mit den Eisenbahnen. Das ist eigentlich immer eine ganz lustige Geschichte. Also ja, lasst euch inspirieren. Ich hoffe, das Video hat euch inspiriert. Baut was Schönes mit euren Kindern, baut selber was Schönes. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns demnächst. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Pirat, abonniert uns gerne, hinterlasst einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke. Bis dann. Tschüss. Und ich habe da vergessen, was hinzubauen.